Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde relativ viel so Theorie sagen, Schritt für Schritt. Wie gehe ich an den Receive ran, an was denke ich, wie setze ich das technisch um. Wird sehr viel Input jetzt sein, wird teilweise auch sehr tief reingehen in Kleinigkeiten. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt alles mitnimmt und es nachher genauso macht, sondern es geht eher darum, dass ihr mal so eine Spannweite dafür kriegt, auf was man alles achten kann beim Receive, was vielleicht für das eigene Game wichtig ist, was einem selber schon mal aufgefallen ist, wo man Probleme hat. Das heißt, ich versuche mal jetzt alles so, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe, was ich versucht habe, selber anzuwenden, was ich trainiert habe, was ich woanders gesehen habe, alles mal so ein bisschen so einen Monolog zu packen. Gerne auch mit Zwischenfragen von euch, wenn irgendwas unklar ist. Und dann gehen wir das Ganze mal durch. Und dann ganz am Ende sage ich noch ein Detail, was halt für mich am wichtigsten ist. Und das üben wir dann noch kurz. Fangen wir an. Receive. Ihr seid frisch am Turniertag, noch alles bisschen, tut noch alles bisschen weh. Jetzt kommt ihr an das erste Spiel hin, ihr habt euch aber jetzt einigermaßen aufgewärmt. Jetzt steht da ein Gegner vor euch. Entweder ihr kennt den schon, ist irgendein Österreicher, ja, kenne ich, trainiere ich eh immer. Oder ihr seid auf dem internationalen Turnier, scheiße, wer ist das jetzt? Was macht der? Wie gehe ich daran? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr so anfangen könnt. Wenn ihr wirklich, sage ich jetzt mal, euch sehr intensiv darauf vorbereiten wollt. Wenn ihr nicht einfach dastehen wollt, ja, mal schauen, was passiert. Sondern was ich immer mache, ich denke erstmal dran, habe ich gegen die Person schon gespielt? Das heißt, kenne ich die Person? Weiß ich, was sie gern macht? Macht die starke Aufschläge? Schlägt die relativ schnell? Das heißt, ich gehe einfach in meinem Kopf durch, habe ich gegen die Person schon mal gespielt? Was macht die denn so? Schon mal der erste Schritt. Dann, was ich auch ganz gern mache, ist, ich frage einfach mal andere Personen. Zum Beispiel, hey Nelson, du hast doch schon mal gegen Rasmus gespielt, was macht er denn so? Und dann kann Nelson sagen, hey, pass auf, weiter Cut, macht er eigentlich 90%, schau da mal drauf. Das ist so das Zweite. Das heißt, man kann immer auch gerne mal Input sammeln, hilft schon extrem. Ansonsten, vielleicht sehe ich ihn ja beim Warm-up oder habe noch ein Spiel Pause, kann dem Spieler auch zuschauen. Ist immer gut, mal ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, was macht denn der Gegner. Okay, da geht schon los im Kopf, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt gut receiven von Anfang an, geht schon los, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Je nachdem, wie kompetitiv man ist, natürlich dann mehr oder weniger. Genau, das heißt, so gehe ich immer an ein Spiel ran. Ich überlege mir erstmal, was können denn die Gegner, was kann ich denn aus meinen oder anderen Erfahrungen ziehen. Okay, jetzt sagen wir mal, ich habe gegen die Personen nicht gespielt, ich bin nicht so vernetzt in der Community, ich weiß niemand, wer gegen den schon gespielt hat. Ich habe ihn noch nie gesehen, er läuft ins Netz oder sie. Alles klar, fängt an. Ich stelle mich hin und jetzt ist immer, was ich mir denke, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht abgeschossen werden. Das heißt, ich will dem nicht einen leichten Surf geben, wo er einfach draufhaut oder sie und ich stehe da. Das heißt, ich orientiere mich tendenziell immer ein bisschen weiter weg am Anfang, wenn ich gegen eine Person spiele. Weil für mich ist das erste Ziel erstmal, ich möchte nicht durch Geschwindigkeit gaced werden. Das heißt, wenn der mich einfach abschießt, möchte ich die Zeit haben, um den Ball hochzukriegen. Okay? Das heißt, das ist immer so mein erster Gedanke. Lieber einen Ticken zu weit weg und dann merke ich, oh, er kann doch ganz schön cutten. Muss man sich vielleicht anpassen. Aber ich möchte nicht in ein Spiel reinlaufen, wo der einfach nur draufknallt und auf einmal liege ich 4, 5 Punkte hinten und bin eigentlich nur da gestanden und abgeschossen werden. Okay? Das heißt, ich orientiere mich ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt zur Körperhaltung. Wie stehe ich da? Gibt es unterschiedlichste Techniken. Es gibt Leute, die stehen sehr aufrecht mit dem Oberkörper, nur ein bisschen so geknickt mit den Füßen. Es gibt Leute, die stehen sehr weit nach vorne gebeugt, die Füße gerader. Es gibt Leute, die machen beides, die gehen runter und vor. Also seht vielleicht manchmal Pausima, wie ihr dann so entlang schleicht. Kommt ein bisschen auf eure Anatomie an. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, hier unten mobil zu sein, bringt es euch nichts, so unten zu stehen, wenn ihr dann hier auch abgeschossen werdet. Und das heißt, schaut da einfach mal ein bisschen, wie ihr euch wohlfühlt. Geht ihr mehr mit dem Oberkörper runter, geht ihr mehr in die Knie. Wie ich es mache, ich gehe auf jeden Fall in die Knie, schön in die Hocke und beuge mich auf jeden Fall leicht nach vorne. Das heißt, ich mache so von beiden etwas, dass ich schön hier mobil bin und schön Sidesteps machen kann. Okay, dann Körperhaltung passt jetzt schon mal. Hände. Gibt es auch 2 Varianten, beziehungsweise 3. Vorm Gesicht, relativ hoch, Mitte oder unten. Ich persönlich habe es mir so angewöhnt, dass ich relativ weit unten starte, weil ich mir denke, wenn der Ball auf mich zukommt, muss ich den nach oben gleiten. Das heißt, ich kann einfach von unten nach oben arbeiten. Wenn ich jetzt schon so anfange
und der Ball kommt tiefer, muss ich erst runter, um dann den Ball hoch zu machen. Kann aber natürlich auch okay sein, wenn es für euch so eine natürlichere Bewegung ist, dass ihr den Ball hier oben anfangt und dann so macht. Das heißt, schaut auch da wieder drauf, auch hier oben, wenn sich das aus irgendeinem Grund für euch gut anfühlt, macht's gern so. Aber denkt immer dran, ihr müsst immer erst runter und hoch, was Zeit kostet und natürlich koordinativ auch nicht so einfach ist. Das heißt, wenn ihr noch nicht so gesettelt seid darin, versucht mal mit den Händen ein bisschen weiter unten neben eurem Körper anzufangen. Würde ich einfach mal so empfehlen. Okay, das heißt, wir stellen uns jetzt hin. Die Person steht, sag ich mal, gerade vor mir. Ich gehe weiter runter, halte ein bisschen Abstand, gehe in die Knie, bin ready. Jetzt, die meisten Gegner stehen nicht einfach nur da, machen den Surf und gut ist. So ein bisschen 2019, 2020 Style vielleicht. Mittlerweile machen viele Leute so einen großen Schritt raus oder machen so einen Schritt. Das heißt, die bewegen sich nochmal. Jetzt fängt einer der wichtigsten Aspekte an, für mich persönlich, das Footwork. Ich finde, da steht und fällt damit oft ein guter Receive. Was viele machen, sie machen große Schritte, sie gehen teilweise auch wieder hoch, wenn sie rüberlaufen. Das ist einfach, ihr verschwendet sehr viel Zeit und kommt in sehr unsichere Positionen, wenn ihr euch so bewegt. Das heißt, was ich empfehle, ihr geht runter, die Person macht einen Schritt rechts raus, ihr matcht den Schritt und versucht aber möglichst nah am Boden die ganze Zeit zu bleiben, okay? Also ihr schleift fast euren Fuß über den Boden. Wieso? Ich weiß nicht, ob es hier von jemand macht, vielleicht Gabriel, kann ich mir gut vorstellen. Jemand macht so einen Schritt raus und währenddessen wirft er sich den Ball schon links an, zack, und macht einen linken Cut. Wenn ihr jetzt natürlich so seid und er macht einen linken Cut, zack, seid ihr 2 Meter gegappt. Was ist jetzt, wenn ihr aber hier unten seid? Oh, ihr macht links und ihr könnt euch direkt abstoßen. Das heißt, versucht, so lang wie möglich auf dem Boden zu bleiben mit euren Füßen. Natürlich so, dass er nicht hängen bleibt. Wenn ihr jetzt irgendwie so rüber stolpert, schwierig. Aber kleine Schritte, wenn er einen großen macht, ihr macht auch kleine Schritte. Die Person, die kann so einen riesen Schritt machen, so, dann macht ihr trotzdem die ganze Zeit so kleine Schritte rüber. Im Idealfall. Weil es gibt auch Server, die machen zum Beispiel hier, haben sie den Ball, machen so einen Schritt, zack, links. Da wollt ihr immer in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt, wenn der Anwurf kommt, zu reagieren. Das heißt, ihr matcht Schritte, indem ihr selber, wenn die Person in eine andere Richtung steppt, geht ihr auch rüber, aber immer sehr kleine Schritte und sehr nah am Boden. Hat mir schon sehr auf den Arsch gerettet, dass ich da noch reagieren konnte. Oder einen Punkt gekostet, weil ich eben das nicht gemacht habe. Okay. Zack, 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 Schritt. Okay. Jetzt gibt es 2 Situationen, die passieren. Entweder der Gegner macht einen Schritt, wirft sich den Ball an und haut drauf. Oder er macht, was alle ein bisschen nervig finden, Fakes. Tschu, tschu, tschu. Ist mit den neuen Regeln mal auf 3 Sekunden weniger geworden jetzt. Mit den neuen Testregeln. Mit 5 Sekunden, 5 Sekunden können echt lang sein. Wenn da jemand vor dir steht, hier, dann ist es noch so ein Riese mit solchen langen Armen. Ne? Ihr steht da, und dann auf einmal steht ihr so und beides gapt euch. Schlecht. Das heißt, da kommen wir gleich drauf, auf den Fall. Das machen wir gleich, genau. Wenn jemand faked, was macht ihr dann? Ihr seid jetzt rüber geschlichen, ihr steht relativ gerade vor der Person. Jetzt faked die links. Stefan Hanschmann, ganz prominentes Beispiel. Wo sitzt er? Ganz unangenehm. Man weiß nie, wann es kommt, was man macht. Was ich immer versuche ist, ich will nicht, wenn er jetzt rechts faked, einen Schritt nach rechts machen. Weil umso mehr er mich in Bewegung bringt, umso unsicherer wird mein Stand und umso confidenter wird er auch. Es klappt, jetzt muss ich nur irgendwas treffen. Das heißt, ich arbeite eher mit Gewichtsverlagerung. Das heißt, wenn ich merke, er macht einen Lefty-Fake, lehne ich mich schon mal darüber. Ja? Willst du? Ne? Ich kann Gas geben. Okay, wenn er Righty-Fake macht, ich lehne mich rüber. Ja, ich bin bereit. Das heißt, es ist eher so ein Mitlehnen von mir, dass ich zu jedem Zeitpunkt explosivartig dann auf die Dinge gehen kann. Wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, dann macht man schon so ein minimal Losrennen. Also man stottert quasi so schon rüber. Man macht so ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Also das ist so der Extremfall, was man machen kann. Wenn man wirklich denkt, oh Gott, den kriege ich sonst gar nicht, ich muss schon fast loslaufen, kann man auch schon so auf der Stelle so tappeln, dass er so jederzeit losrennen kann. Okay, das heißt, das ist der Extremfall. Aber ich glaube, erstmal sollte reichen, Gewichtsverlagerung schon mitmachen. Immer schön Gewicht verlagern.
Okay, was passiert jetzt, wenn jetzt der Anwurf kommt? Ich stehe ja genau in der Mitte. Hat er trotzdem noch mega Reichweite. Jetzt ist oft das Problem, rechts fühle ich mich gut, habe ich schon öfters angenommen, links, nicht so gut. Er macht einen linken, ich renne, linke kommt da vorne raus, scheiße. Ihr solltet immer, wenn ihr auf einen Cut oder irgendwas geht, gerade wenn jemand viel faked, solltet ihr immer die Hüfte eindrehen, quasi so gedanklich, und erstmal nach vorne und dann rauszugehen. Weil jetzt steht ihr automatisch viel näher. Wir nennen das bei uns in Würzburg so ein bisschen so die Eisberg-Taktik. Das heißt, ihr wollt wie so ein Berg seitlich machen. Das heißt, wenn er jetzt einen Righty-Cut schlägt, gehe ich hier rein und dann kann ich immer noch raus. Wenn er jetzt einen Lefty schlägt, drehe ich die Hüfte andersrum ein und gehe so rüber. Okay, das heißt, ich arbeite da viel mit der Hüfte. Also ich versuche, kommt ein Righty-Cut, zack, drehe ich die Hüfte so ein. Kommt ein Lefty-Cut, drehe ich die Hüfte so ein, kommt da rüber. Und dadurch ist das Side-Shuffeln viel einfacher. Und man hat automatisch schon so ein Drall nach innen, als wenn man die Hüfte aufgedreht hat und dann shuffelt, wird man oft weggetrieben. Okay, also wir gehen es nochmal durch. Person stellt sich hin, Athletic Stance, Hände runter, macht einen Schritt. Ich bleibe lange auf dem Boden, gehe mit, sie faked. Jetzt kommt ein Righty Cut. Zack, ich gehe rüber. Okay, was mache ich jetzt? Mittlerweile können sehr viele Leute auch einen Reverse Cut. Bestimmt auch schon mal gesehen, mal abbekommen vielleicht, fühlt sich nicht so gut an. Das heißt, was man früher oder was man halt allgemein macht, wenn man einen Cut kann, man schmeißt sich einfach so weit wie es geht in die Richtung und holt den Ball hoch. Was jetzt wichtiger wird, ist, dass man die ersten 2 Schritte korrekt macht. Das heißt, wir haben das auf Mallorca, haben wir das Yannick aus Polen damals den Double Dash genannt. Fand ich eigentlich ein ganz cooler Begriff. Das heißt, du stehst relativ gut, du siehst, der Righty Cut kommt, musst natürlich trotzdem weg, weil der Gegner technisch sauber spielt. Jetzt mache ich einen Dash, gehe rüber und jetzt sehe ich, okay, es kommt wirklich ein Cut, jetzt mache ich nochmal einen Dash. Okay, das heißt, ich mache zuerst einen bisschen kleineren, zack, und dann sehe ich, jetzt kommt der Cut und dann kann ich mich nochmal rausschmeißen. Okay, das heißt, ich bin so, zack, faked, rüber und zack. Und damit habe ich relativ viel Distanz schon geklärt, relativ ruhig. Warum Double Dash? Warum nicht direkt einfach einen großen Schritt? Wenn man einen großen Schritt macht, ist das Ende. Jetzt stehe ich so, Knie recht weit außen. Um jetzt nochmal loszukommen, ist sehr schwierig. Das heißt, ich gebe mir dadurch noch mehr Möglichkeiten. Zweiter Grund, ich gehe rüber, land hier. Jetzt sehe ich, Reverse. Ich habe aber 70% oder 80% meines Gewichts hier drauf. Und jetzt drückt der so stark wie es geht in den Boden rein und ich gehe zurück. Okay, das heißt, zack, 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 Cut, Reverse und ich bin schon wieder einen Meter weiter drüben. Okay, deswegen Double Dash. Das heißt, schön eng, rüber und zack, Reverse. Okay, das ist auch so der wichtigste Aspekt. Ich glaube, wenn man dann sehr, sehr hoch kommt im Leaderboard, muss man da irgendeine Technik entwickeln, wie man Cut und Reverse einigermaßen annimmt, weil sonst wird man da sehr auseinandergenommen von selbst einfachen Reverses, fliegen dann oft an einem vorbei. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall können. Und das ist auch einfach eine sehr gute Technik, um auch beide Cuts anzunehmen, weil man steht gut, man steht ein bisschen hinter der Linie, man macht den Eisberg, zack, zack, jetzt bin ich schon fast bei 90 Grad. Das heißt, das ist so eigentlich mein Favorite, was ich jedem sage. Er sagt, ich tue mir mit Reverse schwer oder wie komme ich in beide Cuts hin, sage ich immer achtmal darauf, auf das Footwork. Genau. Also jetzt haben wir, wie komme ich ran bei Fakes, wie kann ich Reverse und Cut annehmen, was für eine Distanz sollte ich haben. Und dann ist es eigentlich Übungssache. Viel Turniere spielen, viel abbekommen, weil dann ist das Problem, jetzt steht man zwar richtig, der Ball kommt mal hier. Jetzt muss ich meine Hand ausstrecken, den nach oben machen. Der Ball kommt mal hier. Muss mich ein bisschen zurücklehnen, hoch. Er jammt doch, ist ihm abgerutscht. Zack, ich muss irgendwie den Ball hochleiten. Dann kommt das ins Spiel, wie sich der ganze Körper bewegt, wie man intuitiv reagiert, was die Hand macht. Schwer zu sagen, ja, mach's genau so, weil das ist einfach viel Intuition. Versucht einfach erstmal dran zu denken, ich will den Ball einfach hoch machen. Wenn ich ihn hoch habe, mein Teammate ist so super, wir haben Setting trainiert, der kann von überall setten. Einfach hoch das Ding. Ja, Julian, Zwischenfrage?
Ich würde sagen, bei den besten Servern der Welt oder Deutschland wird es irgendwann so sein, also ist es so, dass man wirklich auf die Hand schauen muss. Wenn die ihre besten Serves treffen und du hast nicht ein Gespür davon, wie er kommt, wie sie sich bewegen, ist es sehr schwer, das technisch so zu machen. Das heißt, da musst du die Technik können und dann musst du noch den Gegner sehr gut kennen und ihn sehr gut lesen können, um eben darauf zu reagieren. Also dann irgendwann ab Top-Level wird es noch mal ein bisschen verkopfter. Da kann man auch noch mal schauen, ein bisschen auf Pocket schauen. Ne? Wenn der hier reinkommt, kann es nur ein Cut werden, weil er nur da raus darf, kann kein Reverse werden. Das kann man noch ein bisschen schauen. Das ist immer so der nächste Step, den ich dann mache oder erkläre. Ich sage, okay, wenn er jetzt in die Pocket kommt, dann kann ich ja schon voll rausgehen, weil es ist eh ein Cut. In der Mitte muss ich abwarten, beim anderen weiß ich schon, kann stehen bleiben oder kommt eh ein Reverse, weil Cut kann ich wegcallen. Okay, aber ich würde mich nicht darauf verkopfen, so krass zu schauen. Wenn es euch eh auffällt, macht's gern. Wenn ihr da gute Intuition habt, schaut gerne auch auf den Server, aber versucht nicht, das euer einziges Ziel zu machen, weil zuerst solltet ihr die ganzen Basic Serves eigentlich so annehmen können. Okay, und dann dann ist noch so ein ganz wichtiger Punkt, habt keine Angst. Receiven ist geil. Es ist so ein 1 gegen 1. Das ist, glaube ich, einer der Aspekte in RoundNet, wo man wirklich hungrig sein muss im Receive. Man darf nicht denken, oh, wenn ich den jetzt durchlasse oder oh, er hat so schnelle Cuts, sondern denkt einfach, oh, es ist ein 1 gegen 1. Wenn ich den jetzt habe, dann ist es ultra geil, weil der steht 5 Stunden vor der Wand jeden Tag und ich cake den easy weg. Das ist einfach, ja, aber so musst du es machen, weil gerade auch so Leute wie jetzt Rasmus oder Jonathan, die hast du zweimal in einem Match am Anfang, das kann Nelson bestimmt auch sagen, und auf einmal hauen die 3/4 der Aufsteiger gegen Rim, weil sie denken, der hat die gut, jetzt muss ich noch mehr reversen oder noch stärker schlagen und irgendwas. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt und ein paar geile Touches habt, dann kommt ihr oft in den Kopf von den Gegnern. Genau, das heißt, versucht die Grundtechniken, was ich euch jetzt gesagt habe, so Schritt für Schritt umzusetzen. Schaut vielleicht mal, dass ihr nicht jetzt irgendwie so hobbelmäßig lauft, sondern dass ihr schön kleine Schritte macht, links nach rechts schaffelt. Und dass ihr die Eisbergstrategie macht, dass ihr immer die Hüfte reindreht, wenn ihr auf den Cut geht. Und den Double Dash. Das sind so die 3 Punkte, die kann man, glaube ich, relativ gut umsetzen. Und dann kann man schon sehr viel machen, sehr viel einfacher an Bälle kommen.